But what saddens me most is that these failings, identified by investigative journalists, Es ist der royale Skandal, mit dem niemand gerechnet hat. Prinz William hat endlich rechtliche Schritte gegen Königin Camilla eingeleitet. Aber warum gerade jetzt? Und was bedeutet das für die Zukunft der königlichen Familie? Unterstützen Sie William? 1 für Ja, 0 für Nein. Seit Jahren ist die Beziehung zwischen Prinz William und Königin Camilla Gegenstand endloser Spekulationen. Während William sich in der Öffentlichkeit stets respektvoll verhielt, behaupten viele königliche Insider, dass seine wahren Gefühle gegenüber Camilla viel komplizierter waren. Vergessen wir nicht, Camilla war die Frau, die Prinzessin Diana das Herz gebrochen hat, und William hat nie vergessen, wie viel Schmerz seine Mutter ertragen musste. Doch nun, nachdem er jahrelang geschwiegen hat, unternimmt William einen mutigen juristischen Schritt, der die Monarchie in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Das königliche Drama rückt in den Mittelpunkt. Es wurde behauptet, dass Prinzessin Anne, die einzige Tochter der verstorbenen Königin Elisabeth II., rechtliche Schritte gegen Königin Camilla eingeleitet hat. Dies hat zu einer beträchtlichen Menge an Feindseligkeit innerhalb der britischen Königsfamilie geführt und Prinz William dazu inspiriert, rechtliche Schritte gegen Camilla einzuleiten, angesichts der Tatsache, dass formale rechtliche Konflikte zwischen Mitgliedern der königlichen Familie in der Geschichte des modernen Vereinigten Königreichs so gut wie unbekannt sind, hat diese unerwartete Entwicklung sowohl die Öffentlichkeit als auch Kritiker der königlichen Familie erstaunt. Das Gerichtsverfahren stellt einen bedeutenden Bruch mit der üblichen Praxis der königlichen Familie dar, Meinungsverschiedenheiten unter 4 Augen auszutragen, und signalisiert eine bemerkenswerte Veränderung. Das sorgfältig gepflegte Bild von Einheit und Würde, das die Monarchie so sorgsam gepflegt hatte, drohte durch diese öffentliche Auseinandersetzung unterminiert zu werden. Der Zeitpunkt und die Form dieses Kampfes am Hof lassen Zweifel an den Gründen aufkommen. Die Prinzessin Anne, die für ihre unerschütterliche Treue zur Königin bekannt ist, zu einer solch extremen Maßnahme veranlasst haben könnten. Analytiker des Königshauses haben festgestellt, dass diese Dinge Fragen über die zugrunde liegenden Schwierigkeiten aufwerfen. Es ist wichtig, den Ruf und den Charakter von Prinzessin Anne zu berücksichtigen, um die Hintergründe dieser Angelegenheit besser verstehen zu können. Ehemalige Mitglieder des königlichen Personals haben oft bemerkt, dass sie einen bemerkenswerten Sinn für Authentizität und Bodenständigkeit besitzt und dass sie viele der Attribute, die mit ihren Eltern in Verbindung gebracht werden, wirklich verkörpert. Die unverblümte Art und Weise, in der sie ihre Aufgaben wahrnimmt, hat ihr im Laufe der Jahrzehnte großen Respekt eingebracht. Die Tatsache, dass sie beschlossen hat, ihren Kindern keine königlichen Titel zu verleihen, ist Ausdruck ihrer Vorliebe für Inhalte statt für Rituale und ihres Wunsches, ihnen ein eher typisches Leben zu bieten. Diese bewusste Abkehr von den königlichen Privilegien war ein Beweis für ihr unabhängiges Denken und ihre praktischen Ideale. Ihre unprätentiöse Einstellung zum königlichen Leben hat sowohl in der Bevölkerung als auch in den gesellschaftlichen Kreisen des Palastes großen Anklang gefunden. Als eines der angesehensten Mitglieder der königlichen Familie wird Prinzessin Anne für ihre Unverfälschtheit in einer Institution geschätzt, die häufig von Tradition und Förmlichkeit geprägt ist. Ihr Ruf, hart zu arbeiten, wenig Aufhebens zu machen und sich mit echter Hingabe für wohltätige Zwecke einzusetzen, hat sie zu einem der angesehensten Mitglieder der königlichen Familie gemacht, die sie je war. Prinzessin Annes Engagement für den Dienst am nächsten geht weit über die Grenzen der königlichen Tradition hinaus und hat dazu beigetragen, ihren Charakter als fleißige und selbstständige Person innerhalb der Monarchie zu formen. Trägt ihre geradlinige Haltung andererseits dazu bei, das Image der Monarchie zu verbessern? Oder macht sie auf die wachsende Kluft zwischen Pflicht und Tradition aufmerksam? Titel und Aufruhr. Als echte Befürworterin der Wohltätigkeitsarbeit hat Prinzessin Anne bewiesen, dass sie bereit ist, über internationale Grenzen hinwegzugehen, um das Leben von Menschen entscheidend zu verbessern. Neben ihren Verpflichtungen als Mitglied der königlichen Familie engagiert sie sich in über 300 Wohltätigkeitsorganisationen im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt. Um ihr großes Engagement für andere Menschen unter Beweis zu stellen, ergriff sie sogar die Initiative zur Gründung einer eigenen Organisation, die zunächst den Namen Princess Royal Trust for Carers trug, sich aber schließlich in Carers Trust umbenannte.
Die öffentliche Enthüllung von Königin Camillas Verbindung mit König Charles brachte eine tiefgreifende Veränderung in ihrem Leben mit sich und zog die Aufmerksamkeit von Menschen aus aller Welt auf sich. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie ein zurückgezogenes Leben geführt und sich aus der Öffentlichkeit herausgehalten, bis sie im Jahr 2004 einen Moment erlebte, der sie selbst überraschte. Kate Moss, die Autorin, erinnert sich, dass sie auf einer Party traf und sich mit ihr auf humorvolle Weise unterhielt, während sie in der Schlange vor der Toilette standen. Nachdem einige Zeit vergangen war, stellte sie fest, dass sie sich mit niemand anderem als Camilla Parker Bowles selbst unterhalten hatte. Alles in allem war Camillas Weg zur Königin alles andere als unproblematisch. Aufgrund ihrer Verbindung zur Ehe von Charles und Diana war sie jahrelang der öffentlichen Kritik ausgesetzt, was dazu führte, dass sie zeitweise als die meistgehasste Frau Großbritanniens bezeichnet wurde. Im Jahr 1970 machte sie eine beiläufige und leichtfertige Bemerkung über ihre Abstammung, die den Beginn ihrer Geschichte mit Charles markierte. Sie erwähnte die Tatsache, dass ihre Urgroßmutter mit seinem Ururgroßvater liiert war, und erklärte, sie hätte nie erwartet, dass sich die Geschichte in ihrem eigenen Leben wiederholen würde. Der Marquess of Lansdowne hat bestätigt, dass Camilla nicht im entferntesten daran dachte, Königin zu werden. Diejenigen, die Camilla nahestehen, haben erklärt, dass sie nie versucht hat, sich vorzustellen, die Krone zu tragen. Sie konnte einfach nicht vorhersehen, dass ihre Liebe zu Charles sie schließlich dorthin bringen würde, wo sie jetzt sind, was ihren Aufstieg auf den Thron umso erstaunlicher macht. Camillas Aufstieg auf den Thron mag für viele überraschend gekommen sein, aber nicht jeder ist davon überzeugt, dass das Schicksal es so gewollt hat. Hat Camilla nur nach ihren Gefühlen gehandelt? Oder ist es möglich, dass ihr Weg zur Königin von einer komplexeren Strategie beeinflusst war? Palastmacht wird persönlich. Als Prinz Harry seine Gefühle für Königin Camilla offen zum Ausdruck bringt, bezeichnet er sie als gefährlich und macht einen versteckten Hinweis darauf, dass sie ehrgeizigere Ziele hat. Diese unerwartete Wendung der Ereignisse bringt eine unerwartete Wendung mit sich. Seiner Meinung nach hat sie ihren Eintritt in die königliche Familie akribisch geplant, indem sie strategische Manöver durchführte, Beziehungen knüpfte und ihr öffentliches Image veränderte, um schließlich Königin zu werden. Andererseits schien Königin Elisabeth eine andere Seite von Camilla zu sehen, und sie äußerte ihre Bewunderung für ihr Engagement in wichtigen Fragen, wie dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Sie gewann schließlich die Zustimmung der Königin, dass Camilla das Amt des königlichen Gemahls übernehmen durfte, nachdem die Königin im Laufe der Zeit eine Zuneigung zu ihr entwickelt hatte. Ein möglicher Streitpunkt zwischen Prinzessin Anne und Königin Camilla könnte sich aus dem Übergang der Autorität nach dem Tod von Königin Elisabeth ergeben haben. Einigen Kennern der königlichen Familie zufolge könnte sich Anne an den Rand gedrängt fühlen, da Camilla nun im Zentrum der königlichen Autorität steht. Dies könnte der Grund sein, warum sie so entschlossen handelt. Prinzessin Anne hatte in ihren ersten Lebensjahren mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, da sie häufig von den Medien unter die Lupe genommen wurde. Ihr Leben im Rampenlicht der Öffentlichkeit bereitete ihr eine Reihe von Problemen. Nach einem Zwischenfall während einer Pferdeprüfung im Jahr 1982, bei dem sie die Fotografen aufforderte, sich von ihr fernzuhalten, wurde sie in der Presse regelmäßig als unnahbar dargestellt und sogar mit dem abfälligen Beinamen königliche Unhöflichkeit bedacht. Dennoch hat Anne ihre königlichen Pflichten und ihren Dienst an der Öffentlichkeit mit Hingabe wahrgenommen, trotz der bissigen Darstellung, die sie in den Medien erhalten hat. Sie hat deutlich gemacht, dass sie ihre Arbeit nicht nur zu dem Zweck tut, sie zur Schau zu stellen und damit Menschen zu widerlegen, die eine gegenteilige Meinung haben könnten. Ihre Art und Weise, die königlichen Pflichten zu erfüllen, zeigt ein tieferes Verständnis dafür, was es bedeutet, dem Volk zu dienen, und unterstreicht die Komplikationen, die mit der Erfüllung königlicher Pflichten in der heutigen Zeit verbunden sind. Es stellt sich die Frage, ob ihre geradlinige Haltung sie zur unnahbarsten aller Royals macht oder ob sie andererseits eine Bedrohung für die Gepflogenheiten der Monarchie darstellt. Prinzessin Anne hat bewiesen, dass zu den königlichen Pflichten mehr gehört als nur das Abhaken einer Liste von Anforderungen. Ihre Bereitschaft, sich an den öffentlichen Debatten über die Rettung der Kinder zu beteiligen, erforderte ein ganzes Jahrzehnt. Ihr Engagement zeigt sich in der Tatsache, dass sie zwischen 2002 und 2022 an mehr als 11.000 königlichen Terminen teilgenommen hat.
was ihr den Titel des Königs mit dem umfangreichsten Terminkalender einbringt. Da sie keinen übermäßigen Wert auf die strikte Einhaltung aller königlichen Vorschriften legt, wird sie von den Bürgern des Vereinigten Königreichs als echter nationaler Schatz angesehen. Die Dinge so zu belassen, wie sie sind, unterscheidet Anne von anderen Menschen. Sie fährt nicht nur selbst zu Veranstaltungen, sondern kümmert sich auch selbst um ihre Haare und ihre Kosmetik. Wie alle anderen auch, wartet sie sogar während der Pferdeturniere ihrer Tochter in der Schlange, um die Toilette zu benutzen. Sie zögert nicht, sich die Hände schmutzig zu machen, wenn es um harte Arbeit geht, wie die Tatsache beweist, dass sie Zäune auf ihrem Grundstück repariert, ohne dem Ganzen ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Außerdem geht sie bei der Begegnung mit neuen Menschen pragmatisch vor, indem sie ihnen nicht die Hand gibt, sondern eine bestimmte Person bevorzugt. Ein weiterer Bereich, in dem Anne sich auszeichnet, ist die Mode, wenn auch nicht in der typischen extravaganten Art und Weise, wie man es von einer Prinzessin erwarten würde. Sie trug nachhaltige Mode, lange bevor diese zum Mainstream wurde, was die Aufmerksamkeit von Edward Enninful erregte, der zuvor als Redakteur für die britische Vogue gearbeitet hatte. Die Tatsache, dass sie immer Entscheidungen getroffen hat, die sowohl zukunftsorientiert als auch praktisch sind, zeigt, dass sie sich der Dinge bewusst ist, die im Leben und in der Mode wichtig sind. Ihre intellektuelle und ethische Haltung zu königlichen Themen spiegelt sich in ihrer Einstellung zur Mode wider, was die Frage aufwirft, inwiefern diese Grundsätze bei ihrem jüngsten Konflikt mit Königin Camilla eine Rolle gespielt haben könnten. Könnte es sein, dass ihr Streben nach Authentizität die Ursache für die derzeitigen Konflikte in der königlichen Familie ist? Royals, Mode und Affären. Bekanntlich ist Prinzessin Anne dafür berüchtigt, dass sie gegen königliche Gepflogenheiten verstößt, indem sie ein und dasselbe Kleidungsstück mehr als einmal trägt. Ein Beispiel dafür ist das geblümte Kleid, das sie zu 2 königlichen Hochzeiten trug, die fast 30 Jahre auseinanderlagen. Als Liebhaberin der britischen Mode geht sie mit gutem Beispiel voran, indem sie eine Vielzahl von Kleidungsstücken trägt, von Outfits im Militärstil bis hin zu farbenfrohen Designs. Und sie achtet stets darauf, dass ihre Kleidung für ihren aktiven Lebensstil geeignet ist. Sie trug Puffärmel, Blumen und bunte Streifen und gehörte damit zu den stilvollsten Royals ihrer Zeit. In den 1970er Jahren erregte Prinzessin Anne mit ihren gewagten Modeentscheidungen Aufmerksamkeit. Sie war eine der modischsten Königinnen ihrer Zeit. Auch heute noch setzt sie ein Zeichen, indem sie persönliche Akzente, wie ihre charakteristischen Broschen, in formelle Kleidung integriert und erfolgreich militärisch inspirierte Outfits trägt, die nur wenige andere königliche Damen wagen. Dass sie sich nicht scheut, neue Wege zu beschreiten, ohne ihre klassische Eleganz aufzugeben, zeigt sich darin, dass sie in Sachen Mode ein Gleichgewicht zwischen Tradition und Pragmatismus findet. Die Geschichte von Königin Camilla könnte man eher als einen verworrenen Liebesroman bezeichnen, der die königliche Familie in Aufruhr versetzte. Ihre Beziehung zu Charles war nicht nur eine flüchtige Romanze, sondern vielmehr eine tiefe Verbindung, die auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Geschichte in aristokratischen Kreisen entstand. Sie konnten sich gegenseitig Trost spenden, und Camilla suchte häufig den Rat von Charles. Die Beziehung zwischen den beiden war jedoch problematisch, insbesondere in Bezug auf Charles' Söhne William und Harry. Die Beziehung zwischen Charles und Camilla war von Anfang an mit Schwierigkeiten behaftet, insbesondere wegen der Anwesenheit von Charles' Großonkel Lord Mountbatten. Er war der festen Überzeugung, dass Camilla keine gute Königin sein würde und sprach sich entschieden gegen die Heirat aus. Berichten zufolge riet er Charles, das Werben zu genießen, aber eine junge Person zu heiraten, die sich im königlichen Leben nicht allzu gut auskenne. Dieser Ratschlag aus der Vergangenheit zeigt, dass die königliche Familie immer noch von gesellschaftlichen Positionen und Bräuchen bestimmt wurde, was letztlich zu all den Problemen beitrug, die später auftraten. Noch bevor sie die Gelegenheit hatten, ein gemeinsames Leben zu beginnen, war die Zukunft von Charles und Camilla bereits von den Anforderungen der Tradition und den Erwartungen der königlichen Familie geprägt. Andererseits, war ihre Trennung wirklich unvermeidlich? Ist es möglich, dass sie minutiös geplant wurde, um Charles in die Richtung einer passenderen Partie zu lenken? Achtung, Verpflichtung und Distanzierung. Während der 7-monatigen Abwesenheit von Charles an Bord der HMS Nueva hatte es den Anschein, als würden hinter den Kulissen Personen daran arbeiten, ihn und Camilla auseinanderzuhalten.
Es besteht die Möglichkeit, dass sein Onkel Mountbatten diese Reise absichtlich organisiert hat. Und sogar die Königin schien die Idee zu unterstützen, dass Charles Diana zu seiner Frau macht. Die Trennung fiel Camilla schwer. Und auch Charles war sich dieser Tatsache bewusst. Er schrieb, dass es durchaus möglich sei, dass der Moment, in dem sie Camilla zum Abschied winken sahen, als sein Schiff auslief, der Anfang vom Ende für sie sein würde. Als Charles sich dem Alter von 30 Jahren näherte, gab ihm seine Familie Hinweise, dass es an der Zeit sei, sich nach einer Braut umzusehen. Die Tatsache, dass Camilla bereits mit einem anderen Mann verheiratet war, ließ ihm keine andere Wahl, als sich anderweitig zu engagieren, obwohl er sich weiterhin um sie kümmerte. Lady Diana, eine zurückhaltende junge Dame, die aus einer hohen Familie stammte und die Charles seit ihrer Kindheit kannte, war das Objekt der Aufmerksamkeit der Königin. Ein peinlicher Zug von Charles war es, Camilla zu drängen, Diana unter ihre Fittiche zu nehmen und ihr bei der Anpassung an das Leben als Mitglied der königlichen Familie zu helfen. Die Ehe von Charles und Diana hingegen begann sich recht schnell zu verschlechtern. Charles fand zwar Gefallen daran, Vater von William und Harry zu werden, doch der Funke, der einst zwischen den beiden übersprang, verwandelte sich eher in Groll und Frustration als in Glück. 1992 hatte sich die Situation so weit verschlechtert, dass sich der Premierminister gezwungen sah, die Trennung der beiden vor dem Parlament zu verkünden, wodurch ihre privaten Streitigkeiten sehr öffentlich wurden. Die Sichtweise, die Prinzessin Anne auf Camilla hatte, entwickelte sich mit der Zeit. Sie beobachtete, wie Camilla zusätzliche königliche Aufgaben übernahm und fleißig daran arbeitete, diese zu erfüllen. Nachdem sie zunächst der Meinung war, dass Camilla niemals Königin werden könnte, änderte sich Annes Sichtweise allmählich. Als Tonbänder von Charles und Camillas Beziehung an die Medien gelangten, wurden ihre privaten Gespräche zur öffentlichen Unterhaltung. Dadurch wurde die Situation noch viel brisanter, als sie ohnehin schon war. Die Veröffentlichung machte deutlich, dass die Situation äußerst verworren und unübersichtlich geworden war, da persönliche Gefühle mit den königlichen Verpflichtungen und den Erwartungen der Öffentlichkeit verquickt wurden. Eine private Angelegenheit wurde durch das Durchsickern der Tonbänder in ein öffentliches Spektakel verwandelt, das die tiefgreifenden Konflikte innerhalb der königlichen Familie für jedermann sichtbar machte. Es gibt nun unwiderlegbare Beweise für eine Liebe, die sich nicht totschweigen lässt und die zuvor nur vom Hörensagen bekannt war. Doch inwieweit hat dieser Skandal als Katalysator gedient, der die königliche Familie zwang, sich der Wahrheit zu stellen? Oder ist dies nur eine weitere Phase einer Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist? Königliche Liebe ist chaotisch. 1993 veröffentlichten Reporter private Telefongespräche zwischen Charles und Camilla, aus denen hervorging, wie sehr sie sich immer noch liebten. Dies war der Moment, in dem die Kontroverse endgültig ausbrach. Die Gespräche, die in Zeitungen auf der ganzen Welt veröffentlicht wurden, verdeutlichten die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden und die Unzufriedenheit, die sie in ihren Ehen empfanden. Alle Beteiligten waren von dieser Enthüllung zutiefst betroffen. Doch Camilla, die es bis dahin geschafft hatte, das Rampenlicht zu meiden, schämte sich am meisten. Während einer Geburtstagsfeier im Jahr 1989 erreichte Diana schließlich ihre Belastungsgrenze. Sie wandte sich an Camilla und teilte ihr ohne Umschweife mit, dass sie über die Situation zwischen ihr und Charles Bescheid wisse. Danach war sie mit Martin Bashir zu einem Interview verabredet. Sind Sie der Meinung, dass Mrs. Parker Bowles eine Rolle bei der Auflösung ihrer Ehe gespielt hat? Um es einfach auszudrücken. Wir waren zu dritt in dieser Ehe, was bedeutete, dass es ein wenig gemütlich war. Sie enthüllte dem Publikum, dass es 3 Jahre nach ihrer Scheidung von Charles 3 Personen in ihrer Ehe gab. Unmittelbar nach diesem Interview begann sich die öffentliche Meinung gegen Camilla zu wenden. Viele bezeichneten sie als Rottweiler und machten sie für das Scheitern der königlichen Ehe verantwortlich. Camilla war sich bewusst, dass sie die Art und Weise, wie andere sie wahrnahmen, ändern musste, da ihr Ruf in Scherben lag. Sie musste die anderen Mitglieder der königlichen Familie für sich gewinnen, insbesondere Prinzessin Anne. Aber das würde keine einfache Aufgabe sein. Annes Gefühle für eine der Geliebten von Charles waren nie besonders herzlich. Die Beziehung zu Camilla war jedoch besonders schwierig, da die beiden eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Der Grund für Annes Abneigung gegen Camilla geht weit über das einfache Bedürfnis hinaus, ihren Bruder zu schützen.
Sie hat sich mehrere Jahre lang gegen Camilla als königliche Gemahlin gewehrt, was darauf hindeutet, dass es in der Vergangenheit Narben oder Kämpfe gegeben haben könnte, die uns nicht bekannt sind. Der Konflikt zwischen diesen beiden willensstarken Frauen ist ein Beispiel dafür, wie schwierig die Beziehungen innerhalb der königlichen Familie werden können. Vor allem, wenn die Vergangenheit und die zukünftigen Aufgaben der königlichen Familie miteinander in Konflikt geraten. Hinter Annes Widerstand gegen Camillas Aufstieg steckt mehr als nur der Respekt vor der Tradition. Dies deutete auf tiefere und ungelöste Probleme innerhalb der Familie hin. Camillas Weg zur Akzeptanz wurde durch ihre Opposition noch erschwert, die ihren Ursprung in ihrer Loyalität zur verstorbenen Königin oder in ihrem persönlichen Hintergrund gehabt haben mag. Aber hat der Lauf der Zeit die Kluft zwischen den beiden tatsächlich überwunden? Ist es möglich, dass Anne lediglich die unvermeidliche Veränderung der königlichen Autorität akzeptierte? Liebe und königliche Regeln. Als Charles Camilla 2005 einen Heiratsantrag machte, schenkte er ihr einen Diamantring, der seiner Großmutter gehört hatte. Im April desselben Jahres schlossen sie den Bund der Ehe. Mit der Thronbesteigung von Charles im September 2022 wurde Camilla zur Königin-Gemahlin ernannt. Prinz William war als Zeuge anwesend. Die Beziehung zwischen Camilla und Anne begann vor vielen Jahren, als Camillas Liebhaber Andrew Parker Bowles sie zusammenbrachte. Als Camilla in den 1960 Jahren an ihrer Debütantenfeier teilnahm, widersetzte sie sich den Konventionen und trug schwarz, obwohl alle anderen in weiß gekleidet waren. Anfang der 1960 Jahre hatte Camilla dort ihre erste Begegnung mit Andrew. Während seiner Zeit bei den Royal Horse Guards diente er als Offizier und spielte auch Polo mit Prinz Charles. Andrew betrog Camilla regelmäßig, was die Beziehung der beiden über 6 Jahre hinweg erschwerte. Camilla lernte in dieser Zeit Charles kennen. Und sie traf auch Lucia, die später eine enge Freundin von ihr wurde. Die Tatsache, dass Andrew eine Beziehung mit Prinzessin Anne begann, erschwerte die Situation erheblich. Obwohl alle glaubten, dass sie die idealen Partner füreinander waren, gab es ein großes Problem. Da Andrew ein Katholik war, war es aufgrund einer veralteten Gesetzgebung aus dem Jahr 1701 für die Royals verboten, Katholiken zu heiraten. Ihre Beziehung wurde durch diese Regelung unmöglich gemacht. Da Anne die 4. in der Thronfolge war. Gerüchten zufolge könnte die Beziehung von Charles und Camilla begonnen haben, als Camilla noch mit Annes Ex-Freund Andrew Parker Bowles zusammen war. Dies würde dem ohnehin schon komplexen Geflecht der königlichen Beziehungen eine weitere Wendung hinzufügen. In dieser Geschichte geraten Liebe, Pflicht und die Erwartungen der königlichen Familie miteinander in Konflikt, was zu einem jahrzehntelangen Drama und anhaltenden Spannungen führt. In der königlichen Familie liegt die persönliche Geschichte nie nur in der Vergangenheit. Diese verworrene Vergangenheit gibt Aufschluss darüber, warum die Beziehung von Anne und Camilla so unangenehm geblieben ist. Es zeigt auch, dass die persönliche Geschichte nie nur in der Vergangenheit liegt. Durch das komplexe Geflecht von Beziehungen innerhalb der königlichen Familie ist es unmöglich geworden, zwischen Realität und Vermutung zu unterscheiden. Diese Verbindungen haben die Grenzen zwischen Liebe, Loyalität und Vergeltung verwischt. Was als sexuelle Verstrickungen begann, verwandelte sich nach und nach in Freundschaften, die völlig unerwartet waren, aber nicht bevor neue Skandale aufkamen. Aber trägt der Lauf der Zeit tatsächlich dazu bei, diese chaotischen Beziehungen zu heilen? Ist es möglich, dass sie nur in einen Zustand der ruhigen Duldung gezwungen wurden, um den königlichen Vorstellungen zu entsprechen? Drama heilt in Freundschaft. Es gab Gerüchte, dass Camilla sich mit Charles traf, um sich an Andrew Parker Bowles für seine skandalöse Beziehung zu Prinzessin Anne zu rächen. Trotzdem haben Anne und Andrew ihre Freundschaft über die Jahre hinweg aufrechterhalten. Tom Quinn, ein Autor für die königliche Familie, sagt, dass Anne höchstwahrscheinlich erkannt hat, dass sie als Freunde erfolgreicher waren als Sexualpartner. Während der ersten Ehe von Anne Phillips mit Mark Phillips sorgte ihre enge Beziehung für viele Konflikte. In den Jahren vor Annes Scheidung von Phillips, im Jahr 1989, kursierten Gerüchte. Sie und Andrew hätten eine Affäre. Sie haben sich einander angenähert, obwohl die Beziehung von Anne und Camilla über mehrere Jahre hinweg turbulent war. Es ist auch möglich, dass sie sich über die Art und Weise lustig machen, in der sie in Fernsehsendungen als verliebte Rivalen dargestellt werden. Bei königlichen Anlässen, wie der Party, die sie kürzlich im Buckingham Palace für wohltätige Organisationen gaben,
arbeiteten sie zusammen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Anne entschied sich für ein schlichtes weißes Kleid, das an ihr Hochzeitskleid aus der Zeit ihrer Heirat mit Timothy Lawrence im Jahr 1992 erinnerte, als sie in Schottland eine bescheidene Hochzeit feierte und die Dinge so einfach wie möglich gestalten wollte. Bei dem Empfang im Palast trug Anne ihre Seepferdchenbrosche mit marineblauen Accessoires, während Camilla ein blaues Kleid mit einer alten Efeublattbrosche aus den 1930er Jahren wählte. Beide Outfits wurden von den Damen getragen. Andere Mitglieder der königlichen Familie, wie der Herzog und die Herzogin von Gloucester, waren ebenso anwesend wie eine Reihe bekannter Persönlichkeiten, wie die Schauspielerin Ruth Wilson. Zwischen Anne und Camilla schien alles in bester Ordnung zu sein. Das ist der Grund, warum alle über die anschließende Klage so überrascht sind. Irgendetwas muss in Annes Leben vorgefallen sein, das sie dazu veranlasst hat. Nach all den Jahren der Spannungen, die sich schließlich in eine scheinbare Freundschaft verwandelten, einen so bedeutenden Schritt zu tun. Dies zeigt, dass frühere Streitigkeiten wieder aufleben und sich verschärfen können, auch wenn die Dinge oberflächlich betrachtet friedlich zu sein scheinen. Königliche Spannungen brechen an die Oberfläche. Die enge Verbindung zwischen Königin Camilla und Prinzessin Anne wurde allen Anwesenden während einer Zeremonie an der Universität von London vor Augen geführt. Anne war dort, um der damals 77-jährigen Camilla die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Gleich beim Einlass begannen die Dinge schwierig zu werden. Der Tradition der königlichen Familie folgend machte Camilla einen Versuch, Anne den Vortritt zu lassen. Doch Anne lächelte und gab Camilla den Vortritt, obwohl jeder weiß, dass die Königin wichtiger ist als eine Prinzessin. Die Zeremonie war wirklich fantastisch. Neben Winston Churchill und Dame Judi Dench gehört Camilla zu einer Reihe von Persönlichkeiten, die mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet wurden. Ihre Bemühungen um die Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeit wurden von Sir Mark Looke gelobt, der auch darauf hinwies, dass sie sich seit ihrer Heirat mit Charles dem öffentlichen Dienst verschrieben hat. Auch Prinzessin Anne lobte Camilla in ihrer Rede und erklärte, sie sei zeitgemäß eine Eigenschaft, die Charles besitze und die seiner vorausschauenden Haltung entspreche. Man spürte, dass mit den beiden Frauen etwas nicht stimmte, auch wenn sie nette Bemerkungen miteinander austauschten. Die Tatsache, dass ihre Schwägerin ihr die Ehrendoktorwürde verleihen sollte, war schon eine beunruhigende Erfahrung. Als diese Schwägerin dann auch noch rechtliche Schritte gegen sie einleitet, wird die Situation noch viel frustrierender. Obwohl sie persönliche Probleme haben, wird von den Royals erwartet, dass sie in der Öffentlichkeit ein Lächeln bewahren. Ihre Körpersprache verrät die Wahrheit, auch wenn sie alles richtig sagen. Der englische König sorgte bei seiner Krönung für eine Prise Humor, indem er sich über seine berühmt-berüchtigten Wurstfinger lustig machte, als Prinz William ihm beim Anlegen seiner königlichen Robe half. Doch hinter der Oberfläche des königlichen Geplänkels war sich Prinzessin Anne der Bedeutung des Ereignisses bewusst. Sie war sich bewusst, wie schwierig es für ihren Bruder war, diese seit langem erwartete Aufgabe zu übernehmen. Charles, der später König wurde als jeder andere Monarch in der Geschichte, verschwendete keine Zeit, um sich zu profilieren. Er nutzte globale Veranstaltungen wie die Konferenz der Vertragsparteien COP28, um sich für den Klimaschutz einzusetzen und zu zeigen, dass seine Regentschaft alles andere als ruhig sein würde. Die Regierungszeit von Karl ist mehr als nur eine Übergangszeit voller Zeremonien. Dabei geht es um die Frage, ob sich die Monarchie weiterentwickeln und gleichzeitig ihre tief verwurzelten Bräuche bewahren kann oder nicht. Seine Aufgabe ist es, zu zeigen, dass die königliche Familie in der heutigen Welt immer noch relevant ist. Eine Schwierigkeit, der er sich angesichts der zunehmenden Modernisierungswünsche und der sich ändernden öffentlichen Meinung stellen muss. Wird er in Zukunft als ein Monarch in die Geschichte eingehen, der es nicht geschafft hat, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen? Oder wird es ihm gelingen, die Kluft zwischen Tradition und Fortschritt zu überbrücken? Ein bleibendes Vermächtnis. König Karl hat sein Amt mit einer Kombination aus traditionellen und modernen Überzeugungen angetreten und ist entschlossen, der Welt seinen Stempel aufzudrücken. Er hat bewiesen, dass seine Regentschaft nicht eine der stillen Beobachtung sein würde, angefangen mit seinen Anfängen als der Erbe, der am längsten im Amt war, und fortgesetzt mit seiner unverblümten Haltung zum Klimawandel. Er ist seinen Verpflichtungen nachgekommen und hat gezeigt, dass er mehr ist als nur ein vorübergehender Thronfolger, obwohl er seit vielen Jahren in persönliche Streitigkeiten und öffentliches Misstrauen verwickelt ist.
Nun stellt sich die Frage, wie er den Spagat zwischen den Anforderungen der Tradition und der Forderung nach einer fortschrittlicheren und engagierteren Monarchie schaffen würde. Doch auch seine Herrschaft ist nicht ohne Schwierigkeiten. Die Spannungen innerhalb der Familie, die sich wandelnden Meinungen der Öffentlichkeit und die ständige Weiterentwicklung der Rolle der königlichen Familie werden sein Erbe weiterhin bestimmen. Die Art und Weise, wie er in die Geschichte eingeht, wird von seinen Beziehungen zu Camilla, William und schließlich sogar Harry geprägt sein. Jede seiner Handlungen ist Gegenstand intensiver Beobachtung. Und die Skandale, Streitigkeiten und tief sitzenden Loyalitäten, die die königliche Familie plagen, sind nicht abgeklungen. Die Art und Weise, wie er auf diese Kräfte reagiert, wird darüber entscheiden, ob er als ein König angesehen wird, der Veränderungen herbeiführt, oder als einer, der lediglich den Status quo aufrechterhält. Eines ist ganz klar: Wenn die königliche Familie in diese neue Phase ihres Lebens eintritt, in den kommenden Jahren wird die Regentschaft von Charles genauestens unter die Lupe genommen, diskutiert und seziert werden. Wird er der König sein, der die Monarchie in die heutige Zeit geführt hat? Oder wird es ihm schwerfallen, sich in einer Welt zurechtzufinden, die sich ständig weiterentwickelt? Die Auswirkungen seiner Herrschaft werden Windsor noch viele Generationen lang prägen. Unabhängig davon, was die Zukunft bringen wird, seine Führung signalisiert den Beginn einer neuen königlichen Periode. Werden die rechtlichen Schritte, die Prinzessin Anne und Prinz William gegen Königin Camilla unternommen haben, lange verborgene Konflikte innerhalb der königlichen Familie aufdecken und die Zukunft der Monarchie beeinflussen? Oder werden ihre Bemühungen totgeschwiegen und die Wahrheit hinter den Türen des Palastes verborgen bleiben? Könnte dies, da William nun rechtliche Schritte einleitet, die königlichen Brüder endlich wieder zusammenbringen, oder wird es sie noch weiter entzweien? Dies könnte einer der größten königlichen Rechtsstreitigkeiten in der Geschichte werden, und wir möchten von Ihnen wissen, ob Prinz William recht hat, gegen Camilla vorzugehen, oder ob es sich nur um einen weiteren königlichen Skandal handelt, der über die Maßen aufgebauscht wird. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr über die neuesten königlichen Dramen auf dem Laufenden bleiben wollt, vergesst nicht, uns zu liken, zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren.